Heute bin ich mal nicht in unserer Kundeswerkstatt, sondern bin unter Einsatz meines Lebens hierher zum Heizkörperprüfstand gelaufen. Hier möchte ich euch zeigen, wie man einen Q-Caloric 5.5 an einem Plattenheizkörper befestigt. Na dann mal los. Übrigens, ich bin immer noch Klaus Hummel. Unsere Q-Caloric 5.5 werden in solchen Kartons angeliefert. Im Karton befindet sich Folgendes. Zum einen die Konformitätserklärung und zum anderen natürlich 10 solche Einzelverpackungen mit jeweils 5 Geräten. In unserem Fall verwenden wir die P2-Geräte. Es gibt die natürlich auch in der P3-Bauform. Detaillierte Anleitungen zum Gerät oder auch Montagehinweise findet ihr in unserem Systemhandbuch. Das gibt es in Papierform, wie hier, aber es gibt es auch zum Download auf unserer Website. Für die Montage unserer Q-Caloric 5.5 braucht ihr unsere Montagelehre, die ihr bei uns erwerben könnt. Dann natürlich ein Gliedermaßstab, im Volksmund Zollstock genannt. Dann die passende Montageplatte, in unserem Fall natürlich P2. Und das eigentliche Gerät. Unser Caloric 5.5 startet automatisch, wenn er aufgerastet wird. Genauso überträgt er dann die Funksignale, ohne dass er separat gestartet werden muss. Um die Montageposition zu verdeutlichen, zeige ich euch hier eine Aufnahme mit einer Thermografiekamera. Man sieht sehr deutlich, dass die Temperaturschichtung im Heizkörper waagrecht stattfindet. Und deshalb ist die Montagehöhe von sehr großer Bedeutung. Die Montagehöhe werden wir hier bei diesem Heizkörper auf 75% festlegen. Auf 75% werden wir montieren. Und da hat der Heizkörper ebenso eine mittlere Temperatur. Diese Höhe ist auch so vorgegeben in der EN 834. Die Montagehöhe darf maximal 1 cm abweichen. Die Montage zeige ich euch nun an diesem Plattenheizkörper, welcher uns Kermi dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat. Als erstes brauche ich die genauen Abmaße. Die Länge des Heizkörpers wäre hier ganz genau 1 Meter. Montiert wird in der Mitte, das heißt bei 50 cm Baulänge. Zweites Maß, was wir unbedingt brauchen, ist natürlich die Höhe. Unser Heizkörper hat 60 cm oder 600 mm Bauhöhe. Um die Montageposition genau anzeichnen zu können, verwende ich unsere Schablone. Auf dieser Schablone kann ich nun die 600 mm Bauhöhe hier als Referenzpunkt einstellen. Und wenn ich jetzt die Schablone hier anlege, kann ich ganz genau diese beiden Montagepunkte hier anzeichnen. So. Um die Schweißbolzen an der angezeichneten Position befestigen zu können, muss natürlich zuerst die Farbe und der Lack entfernt werden. Hierzu nehme ich einen Akkuschrauber mit einer kunstharzversetzten Drahtbürste. Das ist der passende Montagesatz. Er beinhaltet die P2-Platte und als Kleinteile 3 Schweißbolzen und die 2 Sperrzahnmuttern. Die Schweißbolzen müssen in der Schweißpistole eingesteckt werden. Jetzt richte ich die Schweißpistole aus, natürlich genau auf unsere plangemachten Stellen. Und wenn ich dann die Schweißpistole dagegen drücke, sehe ich am Laserstrahl die genaue senkrechte Position. Mit Tastendruck kann ich jetzt die beiden Bolzen anschweißen. Als nächster Schritt wird jetzt die Montageplatte von mir montiert.
Dazu nehme ich die beiden Sperrzahnmuttern mit dem entsprechenden Sechskantschlüssel und schraube die auf die Schweißbolzen. Jetzt kann ich die Platte noch leicht ausrichten und fixieren. So. Die Q-Caloric 5.5 haben eine vormontierte Plombe. Sobald ich jetzt das Gerät einraste und dagegen drücke, rastet die automatisch ein und das Gerät ist fixiert. Auf dem Display erscheint jetzt die Meldung Close für Gehäuse geschlossen. Und nun beginnt das Gerät automatisch mit der Messung der Temperatur und natürlich auch mit dem Übertragen der Funksignale. Den Q-Caloric 5.5, den ich hier montiert habe, ist ein Zweifühlergerät. Selbstverständlich gibt es auch ein Einstiegsmodell mit nur einem Fühler. Als Funktechnik kommt hier der C-Modus zum Tragen. Im C-Modus sendet das Gerät Walk-by-Telegramme 365 Tage im Jahr, sodass das Gerät jederzeit mit unserem Q-Log 5.5 ausgelesen werden kann. Gleichzeitig sendet das Gerät auch AMR-Telegramme, sodass das Gerät auch die Daten an ein Netzwerk sendet. Über so ein Netzwerk können die Daten dann mittels Gateway direkt bis zum Rechner im Büro übertragen werden. Das Gerät haben wir nicht programmiert, also läuft es mit Einheitskale. Ihr seht hier nacheinander die Display-Anzeigen. Als erstes der Stichtag, 31.12., dann der Memory-Wert, der abgerechnet wird, die Checkzahl, die K-Stufe 60 und ganz kurz FC für Funkmodus C. Schauen wir uns gerade nochmal an, der Ablauf ist recht schnell. Memory FC 2.2. Dieses 2.2 bedeutet, dass es ein Gerät ist mit dem Algorithmus 2 und 2 Sensoren. Jetzt ist es wieder zu sehen. Abschließend ist es auf jeden Fall notwendig, den Heizkörper zu erfassen und die Daten zu notieren. Ich verwende hier unser Standard-Aufmaßblatt, welches im Handbuch vorgedruckt ist oder auch im Internet zu beziehen ist. Die laufende Nummer unseres Heizkörpers wäre die 1, der Raumname wäre jetzt mal WZ für Wohnzimmer. Heizkörperart war eine Platte mit Konvektionsblech, also ich würde hier PK notieren. Die Baulänge waren 1000 mm, die Bautiefe waren 60 mm und die Bauhöhe 600. Nabeabstand ist nicht relevant, Gliederanzahl kommt nur bei Gliederheizkörper zum Tragen. Die Teilung der Platte waren 33 mm. Heizkörperhersteller in unserem Fall Kermi. Und die Montageart wäre CIT 0201. Die Heizkörperleistung und der KC-Wert wird später ermittelt. Was wir jetzt noch brauchen, ist die Nummer des Heizkostenverteilers, den wir montiert haben. Das war die 907, 860 und die 82. Der Heizkörpertyp war ein Zweifühlergerät mit Algorithmus 2, also 2.2. Der Zählerstand nach Inbetriebnahme ist 0. Das wären die wichtigsten Daten, die erfasst werden müssen. Sinnvoll wäre jetzt natürlich noch ein Foto des Heizkörpers, das aber noch nachgetragen werden kann. Dieser Platteheizkörper ist jetzt nicht mehr nackt, sondern er trägt unser Topgerät, den Q-Caloric 5.5. Das kann sich doch sehen lassen. Wenn ihr noch weitere Informationen wollt, dann schaut bitte unter hummelhilft.de und macht beim Gewinnspiel mit. Lasst es euch gut gehen.